Hallo, hast du Schmerzen im Gesäß oder tut dir die Außenseite deines Gesäßes weh? Hast du Hüftprobleme? Schmerzt es beim Laufen oder wenn du aufstehst vom Sitzen und es tut dir hinten weh? Dann können dir diese zwei Übungen helfen, die wir dir heute vorstellen werden. Hi, wir sind Rocco und Patrick und betreiben jeder eine Liebschau- und Schmerztherapiepraxis in Berlin-Mitte und Prenzlauer Berg. Jetzt wollen wir euch diese beiden Dehnungen gerne zeigen. Die erste Dehnung, die wir durchführen werden, heißt, wir werden den Hüftbeuger aufdehnen, der hier vorne ansetzt. Der zieht von der Lendenwirbelsäule vorne hier in diese Region und diese Region verkürzt immer gerne durch das viele Sitzen. Diese möchten wir jetzt zuerst aufdehnen und dazu werden wir den Hüftbeuger dehnen. Der Patrick begibt sich jetzt mal auf den Boden und stellt ein Bein vor den Körper. Wo das Knie am Boden verbleibt, wird der Hüftbeuger gedehnt. Diese Struktur sollte ungefähr in Schritthöhe sein. Ja? Der Patrick macht es schon toll. Er hat schon über 90 Grad eingestellt im Kniegelenk. Damit du dich sicher fühlst, ist es völlig in Ordnung, wenn du deinen Schritt noch vergrößerst, den Stand. Nach außen kannst du gerne noch ein bisschen, wunderbar. Auch wenn es leicht angeschrägt ist, ist es nichts Schlimmes. Ja. Jetzt geht es darum, dass der Hüftbeuger gedehnt wird und zwar ohne Hohlkreuz. Das bedeutet, du musst für diese Übung bitte dauerhaft eine Bauchspannung suchen. Das kann der Patrick kontrollieren, indem er die Hand an den Bauch nimmt und dauerhaft kontrolliert, ob er den Bauch anspannt. Nun, wenn er diese Bauchspannung hält, fängt er an, das Becken noch ein bisschen zu begradigen. Du kannst es noch so leicht eindrehen, wenn du möchtest, so wenig, dass es noch gerader wird. Und dann fängt der Patrick an, sein Becken nach vorne zu schieben. Und dann sollte er hier in Schritthöhe ein Dehnungsgefühl verspüren. Ja, spüre ich. Spürst du, Ja. sehr gut. Der Patrick macht das ganz toll. Er hat den Oberkörper auch nicht zu sehr nach vorne. Versuch dich bitte auch nicht so nach vorne aufzustützen. So, dann ist der Hüftbeuger wieder kürzer. Hier wird er jetzt wunderschön überdehnt. Von hier hinten, Lendenwirbelsäule hier vorne. Es kann auch passieren, dass du es auch hinten im Gesäß spüren kannst. Das ist nichts Schlimmes, ja, weil der Hüftbeuger aufgedehnt wird und der Kopf dir in der Gegenmuskulatur auch einen Schmerzreiz erzeugen kann. Das versuchst du 2 Minuten zu halten und wenn du spürst, es wird weniger, dieses Dehnungsgefühl, schiebst du dich langsam weiter und kontrollierst immer, dass du deine Bauchspannung behältst. Wenn diese 2 Minuten durch sind, schieb dich bitte ganz langsam und vorsichtig zurück, damit wir kein Verletzungsrisiko haben. Und dann ist diese Übung auch durchgestanden. So, die nächste Übung, die wir jetzt vorführen werden, heißt Gesäßübung. Die dehnt jetzt den Engpass hinten auf im Gesäß. Dazu nehmen wir mal die Matte weg. Der Patrick steht mal bitte auf. Und wir holen mal einen Stuhl. Patrick, setz dich jetzt mal bitte in diesen Stuhl. Bitte setz dich nicht zu weit zurück, eher so in Richtung der Kante. So, jetzt möchten wir das Gesäß dehnen. Dazu muss der Patrick sein Bein, wo er die Gesäßseite dehnen möchte, links oder rechts? Nimm mal rechts. Rechts. Dann dieses Bein überschlägt er. So. Achte darauf bitte, dass du dein Sprunggelenk nicht in den Oberschenkel reindrückst, dass du es so ein bisschen freischweben hat. Der Patrick macht das schon ganz toll. Er hat seine Hand auf dem Knie und kann dadurch das Knie fixieren. Dadurch kann man die Dehnung noch ein bisschen verstärken. Diese Übung lebt von einem Hohlkreuz. Ja, das bedeutet, du versuchst die Schultern zurückzunehmen und die Brust rauszustrecken, wie der Patrick es wunderschön macht. Um ein Dehnungsgefühl auslösen zu können, willst du mit deinem Bauchnabel nach vorne streben. Bitte versuch den Bauchnabel nach vorne zu nehmen und die Schultern hinten zu lassen. Jetzt solltest du im Gesäß, in der rechten Gesäßhälfte, ein Dehnungsgefühl verspüren. Such dir diesen Dehnungsschmerz größer 8, kleiner 10. Dieser Dehnungsschmerz soll so sein, dass du nicht gegenkämpfen möchtest, dass du ruhig atmen kannst und dich auch wohlfühlst. Versuche diesen Dehnungsschmerz 2 Minuten zu halten. Spürst du, es wird weniger, fängst du an, mit dem Bauchnabel weiter nach
vorne zu gehen und suchst dir wieder einen neuen Dehnungsschmerz, der für dich noch gerade positiv wahrnehmbar ist. Diese Position und dieses Dehnungsgefühl hältst du für 2 Minuten und danach gehst du langsam raus und hast es geschafft. Diese Übung lässt sich wunderbar fürs Büro einplanen. Du kannst es zwischendurch mal machen, wenn du sitzen musst ganz lange und hast noch eine Möglichkeit, es zwischendurch zu machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's auch schon wieder für heute. Und falls du Hilfe bei den Übungen brauchst oder ein komplettes Programm für deinen Schmerzzustand, dann melde dich bei uns. Wir sind gerne für dich da. Bis dann, dein Rocco und Patrick.